Jetzt ging es über ein paar Kehren hoch nach Chia von Castejón de Sos. Und jetzt bin ich hier schon unbefestigt, kurz nach dem Dorf. Gab es einen Wegweiser, Plan 25 Kilometer, das wird alles Offroad sein. Und wenn das alles so eine Piste ist, habe ich auch keine Bedenken, weil es doch wieder geregnet hat in der Nacht, meinte ich. Motorrad war nass heute Morgen, aber hier sieht es alles bestens aus. Und diese Bergwelt, das ist wieder vom Feinsten. Ich bin hell begeistert. Offen gesagt habe ich das nicht so einfach zu fahren erwartet. Oh. Hoffe ich, dass der rüberzieht. Ah, so geil. Schaut euch das an. Geier im Tiefflug. Dies ist nun der 5. Tag meiner eigenen Kreation, sage ich mal, Transpirenaica. Das ist vorwiegend ACT, ein großes Teil oder ein gutes Teil auch TED. Dann Transpirenaica, welches auch großen Teil von ACT entspricht. Der erste Tag, da bin ich nicht vom Mittelmeer hergekommen, da bin ich erst bei Serret oder nördlich von Serret eingestiegen auf der französischen Seite bis Puigcerdà, Purmadam. Und das war nicht so herausfordernd, das war wie diese Piste hier, breit und gut zu fahren, auch recht viel Autoverkehr. Der zweite Tag war dann ziemlich krass, da habe ich verschiedene Anfahrten versucht und mal wieder umdrehen müssen wegen Fahrverboten oder was mir zu krass war. Dann hoch zum Pic Negre, ein absolutes Highlight, das war ja was vom Größten ever. Nächster Tag von Andorra wollte ich eigentlich den 3. Tag quasi fahren vom ACT. Bin oben am Pass, am Port de Cabús, aber irgendwie in heftiges Gewitter geraten. Mit Hagelschauer, ich habe dann 2 Stunden abgewartet, bis ich die Piste runter nach Tor fahren konnte. Kaum war ich unten, hat es wieder begonnen zu regnen, nicht mehr aufgehört. Dann habe ich dann schon nach 40 Kilometern quasi ein Hotel genommen. Und dann aber gestern richtig zugelangt mit Offroad. Erst den ACT, auch quasi den Tag 3. Dann aber oben auf dem Berg bin ich weg auf den TED und habe dann wahrscheinlich 80 Kilometer oder so TED gefahren. Bin dann zurückgekehrt auf den ACT, den Tag 4 ab Vilaller, irgendwie sowas. So von daher dann wieder bis Castejón de Sos, da habe ich da jetzt übernachtet, da unten liegt das. Ja, und heute geht es nach Jaca auf dem ACT. Da gibt es 2 Abzweiger vom Transpirenaica. Mir scheinen die aber zu heavy, was die Jungs da machen. Embarados, Aventuras. Ja, die fahren das auch mit leichteren Enduros. TED ging bisher ganz gut. Gestern waren dann auch 2 Stellen drin auf dem ACT, die waren mir eigentlich zu arg. Also, da kann man sich nicht immer drauf verlassen, wie einfach oder gut das geht. Hier die Berge und diese Piste, ein Traum. Einfach zu fahren, aber schön. Oh, ich ziehe eine Staubfahne hinter mir her. Wie man sieht, wenn es da staubt, hat das nicht geregnet. Staubtrocken alles. Ist schon sehr lokal jeweils. Und die Radfahrer werde ich jetzt nicht einstauben. Hola! Offen gesagt habe ich das nicht so einfach zu fahren erwartet. Auf Google Maps war da mal ein Stück noch als Straße gekennzeichnet und dann eigentlich nur noch als Fußweg oder sowas, dünn gestrichelt. Das erlaubt ja beinahe schon sportliche Fahrweise. Schnell ging's, Passhöhe schon erreicht.
Meinte ich. Puerto de Saún. Das ist jetzt die Passe, da geht's jetzt runter nach Plan. Ich bin nicht Charlie Cinnamon mit No Plan. Ich habe einen Plan. Ich fahre nach Plan. Ach, wie doof. Ja, das ist echte Autobahn. Sei es drum. Sehr hübsch. Das habe ich jetzt schon sehr oft beobachtet. Viele Leute, die hier in die Wälder gehen, um Beeren oder wahrscheinlich auch eher Pilze zu sammeln. Es ist September, könnte ich mir vorstellen, dass es die Saison der Pilze ist. Ja, in den Kehren ist es schon ein bisschen unruhiger. Aber alles in allem wirklich eine einfach zu fahrende Piste. Von Gia nach Plan 25 Kilometer. Hoffe ich, dass der rüberzieht, Mann. Guckt keinen Meter voraus, oder wie? Ja, ich habe mir jetzt das ein bisschen anspruchsvoller vorgestellt, schmaler. Autsch! Da hat sich ein Stein fest da losgespickt an meinem Zeh. Habe mich neben der Kappe erwischt. Die hat mich richtig erwischt. Das spüre ich jetzt beim Schalten. Oh, noch 2 Kehren, wenn ich das richtig interpretiere. Ah, und jetzt mal noch richtig Urchi. Plan ist erreicht. Echt eine einfach zu fahrende Piste war das. Hübsch, hübsch. Der ACT, der geht da unten oder der kam da hinten runter ins Tal nach Plan. Ich bin jetzt hoch asphaltiert nach Gistein. Das ist jetzt der Transpirenaica Track. Verschiedene Spanier, die das fahren, meist mit leichteren Enduros. Ich schau mal. Ich habe irgendwie jetzt gerade ein gutes Gefühl, das war zu wenig Herausforderung davor. Ich soll es ja nicht verschreien. Ich habe das kurz auf Street View, also Satellitenbildern angeschaut. Es ist eigentlich alles zweispurig, ich mache ja keine Single Trails. Ich werde jetzt mal versuchen, wie weit ich hier komme. Es geht hoch auf eine Alp und dann hinter dem Berg wieder ein Tal runter. Etwa 20 Kilometer habe ich gesehen, ist die Runde.
ein Camper hier oben. Ich drehe durch. Ja, also wenn man da mit dem Camper hochkommt, dann werde ich das auch schaffen. Ist ja unglaublich. Da gab es jetzt aber 2 Stellen, da hätte ich den nicht kreuzen wollen. Wahnsinn. Ein Franzose. Ja, die ist also nicht oben rüber, aber Wahnsinn, echt, ich staune. Hoppala. So, ich denke mal, da über diesen Rücken wird es drüber gehen, da oben. Und dann hoffentlich nicht so schlammig auf der anderen Seite wieder runter. Ja, das wird jetzt immer grober. Mal gucken, wie weit das fahrbar bleibt für mich. Bis jetzt ist ja okay. Ich jetzt versucht, 2, 3 Steinen auszuweichen. Ja, ist schwierig. Es sind ja noch ein paar mehr da. Irgendwie habe ich so eine komische Balance jetzt gerade eben. Okay, und das Spiel wieder. Ja, doof, Mann. Ausgesperrt. Ah, Mann. Gewisse Intelligenz setzt sowas voraus, ne? Bisschen gespannter jetzt als auch schon. Ja, und jetzt kommt das Stück und das schaue ich mir jetzt zu Fuß kurz an. Wow, schaut euch das an, geil. Wow, Geier im Tiefflug. Ah, das ist ja der andere Weg schon. Das war jetzt schon das Verbindungsstück und das ist jetzt wieder die hoffentlich gut fahrbare Piste runter ins Tal. Geil. Ich hoffe jetzt mal, die Geier, die sind nicht da wegen dem Motorradfahrer, der liegen geblieben ist. Das ging ja, das war jetzt okay. War nicht ganz ohne, aber okay. Sowas kann ich gut. Das gefällt mir und auch nicht so befahren wie das vorher auf dem ACT. Das ist wunderbar. Jetzt schauen wir mal, dass das rund auch so gut geht. Ach nee, kommt dieses Spiel wieder? Bitte nicht. Also Luftlinie bin ich nicht weit gekommen heute bisher. Aber ich habe auch Zeit. Auch mit diesem Umweg bin ich dann um 3 nach Akka. Noch 120 Kilometer, locker. Seltsam, seit dem einen Halt
fühle ich mich irgendwie unsicher, ich habe die Balance nicht im Moment. Als würde hinten was schwingen, aber das Gepäck aber wieder festgezurrt. Das kann es nicht sein. Oder dann ist halt einfach tiefer hier, das ist schon möglich. Oder meine Kräfte schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Bisschen Schwung geht eindeutig besser. Da sucht sich das Vorderrad dann schon seinen Weg. Hoffentlich auch in diesen Serpentin. Da kommt langsam wieder Zivilisation in Sicht, so es ausschaut, oder noch nicht. Ah, das ist eine hübsche Piste, die gefällt mir. Der Ausflug, der hat sich gelohnt. Jetzt auch eben noch einen netten Deutschen kennengelernt, ein bisschen gequatscht. Schöne Aussicht. Bloß diese dunkle, graue Wolke, die mag mir überhaupt nicht gefallen. Lass dich nicht ablenken von der wunderbaren Aussicht. Ah, geil. So, back on Asphalt. Schön war es, der Abstecher. Gewitterwolken wieder verzogen, dass ich ungestört filmen kann. Hoffen wir, dass alles läuft. Ist alles ein bisschen nass geworden. Aber das ist ein Traum hier. Spektakulär, der Canyon de Añisco. Super eng, 10 Kilometer, ich weiß jetzt nicht genau, war jetzt angeschrieben. Einbahn, da kann man nur in die eine Richtung fahren. Da oben, da kreisen schon die Geier wieder. So geil. Ja, die Steine möchte ich nicht auf den Kopf bekommen, auch nicht mit Helm. Wow, es ist super eindrücklich. So, jetzt packe ich dann
Die Regensachen weg und meine anderen Kameras wieder aus. Wow! Viele, viele schnelle Kilometer Asphalt, super schön zwar, kurvig, bin ich jetzt wieder auf einer Piste gelandet. Eigentlich hatte ich jetzt gedacht, das wäre alles Straße bis Chaka. Bin jetzt sehr überrascht, dass es hier noch einen Kiesweg gibt. Hier bin ich aber froh, hat der Fluss nicht mehr Wasser. Speziell, speziell. Schon wieder falsch. Ja, das hat mir jetzt noch gefehlt. Ein Hund am Schienbein. Qué guapo estás. Ah, das ist ja super geil. Wow. Eine wunderbare Stelle des Z hier. Unglaublich geil. Das ist ja sowas von meinem Ding. Wow, echt geil. Ah, schaut euch das an, ist das geil.